Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich für euch vorbereitet habe, sind ITA Lufthansa, es geht los. Tada, es ist passiert. Der Vorhang öffnet sich, da müssen wir natürlich dann drauf gucken. Dann haben wir weiter das Thema, warum Airbus und Boeing sich halt um Flugzeuge drücken. Nicht nur, dass man ihnen gestern, wie ich in der Sendung vorgeschlagen, also beziehungsweise von dem Kollegen der AerCap vorgeschlagen habe, dass man da keine neuen Flugzeuge macht, hat man selber auch Hemmung, Flugzeuge zu machen. Gucken wir uns an. Und wir gucken uns nochmal British Airways an. British Airways hat jetzt quasi 2 Monate, nachdem sie schon wieder ein IT-Problem haben, wieder ein IT-Problem. Also es ist unglaublich, was da los ist. Die Fluggesellschaften müsste man einfach verdonnern und verknacken, wenn da ein Problem ist. Und natürlich ein Punktesale mit IHG. Da könnt ihr 100% Punkte bekommen. Und 100%? 100%, natürlich. Gucken wir uns auch an. 4 Themen frisch gepresst. Ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch den neuen US-Kanal euch anzuschauen nach der Sendung, und zwar US-Kreditkarten. Da gehen wir mal drauf ein, was die Unterschiede sind bei amerikanischen Kreditkarten im Vergleich zu den deutschen Kreditkarten. Ich bin mal gespannt, ob ihr das auch toll findet, das Thema. Ich freue mich, wenn ihr drüben auch kommentiert, meinem Zweitkanal. Wir können jetzt direkt starten mit dem ersten Thema, und das erste Thema ist halt Lufthansa und ITA. Es ist jetzt passiert, der Einstieg nennt sich so jetzt, dass man sagt, er wäre perfekt. Ich weiß nicht, ob der Einstieg perfekt war, weil da gab es ja doch so kleine Hiccups. Und ich habe dann natürlich auch gesagt, ja, ob das noch passieren wird. Nein, natürlich passiert es. Das war ja so abgesprochen. Und da gibt es dann auch keine Fragen. Also insofern können wir uns da mal jetzt gucken, was passiert ist. Und es gibt auch einen Fahrplan, so grob mit Lufthansa Miles and More. Heißt also, dass der erste Schritt gegangen ist. Man hat die 325 Millionen überwiesen, hat dafür 41% der Bude bekommen. Dann kann man natürlich 99 Flugzeuge, 5000 Beschäftigte, die man dann übernimmt, auch in Angriff nehmen. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man die Bude komplett übernimmt. Dann sind das 829 Millionen in komplett. Die Wettbewerbsauflagen haben wir ja lang und breit erzählt. Wir haben ja eigentlich, haben wir uns oder habe ich mich nur darüber lustig gemacht, dass EasyJet vielleicht von Lufthansa beräderte Flugzeuge nimmt. Wir müssen uns natürlich anschauen, wer ist der Chef geworden. Ich habe darauf hingewiesen, es ist ein Profi, und zwar ist es ein Profi, Jörg Eberhard, der ja auch 8 Jahre lang die Air Dolomiti schon geführt hat und damit auch wahrscheinlich Italienisch spricht. Ich hoffe es zumindest. Ist ja auch eine coole Sprache. Und da ist es so, dass man jetzt natürlich direkt durchstarten kann. Es ist jetzt angestrebt, dass man bei Miles and More und bei Volare reziprok sammeln kann, zumindest was Alitalia oder ITA-Flüge betrifft. Und dann wird es im April, glaube ich, nochmal ein Thema geben in Rom, wo man sich dann zu allem komplett äußert und wie das dann gemacht wird. Ich bin mal gespannt, was da passiert, ob man sich bei der ITA auf die Schnauze legt, weil es sind ja auch einige Leute mit der ITA gescheitert. Nennen wir Etihad als Beispiel, nennen wir die italienische Post. Wir können ja eigene italienische Firmen nennen, die da quasi die Firma haben, denn das Einzige, was so überlebt hat aus der Zeit von Alitalia, ist das AZ als Symbol für die Flüge. Der Rest ist alles weg. Ne? Es gibt vielleicht auch Personal, die noch bei Alitalia geflogen sind, aber das ist alles neue Firmen. Man hat da alles einmal komplett platt gemacht. Hat sich dann natürlich dann auch den Markennamen Alitalia gesichert, logischerweise. Und ich finde es auch nicht verkehrt, wenn man Alitalia wieder als Markennamen nutzt, weil für mich zumindest hat Alitalia einen besseren Klang als ITA. Und das ist die erste Frage des Tages. Ihr könnt unten schreiben, hat Alitalia den besseren Klang als Namen als ITA für euch? Oder wenn ihr andere Sachen zu dieser Übernahme schreiben wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Wir haben natürlich nicht nur dieses eine Thema, sondern wir gehen dann auch thematisch direkt weiter auf Airbus und Boeing. Nachdem der Kollege von AerCap gestern gesagt hat, die sollen keine neuen Flugzeuge bauen, ist es so, dass man natürlich die Frage hat, was kommt nach der 737 MAX? Eigentlich sollte es ja nach der 737 NG
ein neues Modell geben und nicht aus den 60er Jahren das recycelte Max-Modell. Der A320, das haben wir ja auch festgestellt, obwohl es die Produktionsnummer 400 irgendwas war, die Maschine von der Lufthansa. Jetzt kriege ich die Kennung leider nicht zusammen. Delta Alpha India, ich weiß es nicht mehr. Die nach 32 Jahren ihren Frieden gefunden hat oder finden wird in Teruel, den Überführungsflug und im Worldshop landen wird. Hoffentlich viele schöne Teile, die wir da als Möbel bekommen. Aber was gibt es dann nach dem 320 Neo? Weil der 320 und dann die Neo ist ja schon der erste Aufguss davon, nachdem man ja schon einige Modifikationen auch innerhalb der Produktion nach so vielen Jahren ja hatte. Und jetzt ist es so, dass man natürlich Milliarden Umsätze macht. Man guckt die Auftragsbücher und das sind halt die Brot- und Butter und Brotflieger, die man halt hat. Und solange das ja läuft, never change the winning team und so weiter, wie das heißt, muss man aber trotzdem schauen, was nach den Fliegern kommt. Und wenn man sich anguckt, was die Konstrukteure bei Airbus zum Beispiel für eine Vorgabe haben, und hier zitiere ich: Wir brauchen Flugzeuge, die etwa 20-25% weniger Treibstoff verbrauchen als die A320 Neo und die 321 Neo. Das sagte Guillaume Faury 2023 schon. Also das heißt, bei Airbus ist man natürlich in den Startlöchern für ein neues Flugzeug. Dann geht es weiter mit dem Zitat von einem US-Luftfahrtanalysten Kai von Rummer. Die Entwicklung des nächsten Single-Aisle-Modells wird aller Voraussicht nach ein größeres Würfelspiel als bei den vorherigen Modellen sein. Und daran sieht man halt auch, warum man da ein Problem hat bei den Flugzeugen. Denn alle Flugzeuge seit der 707 hatten halt ganz normale Tragflächen, hatten ganz normale Triebwerke, also alles das, was wir schon kennen, hatten da halt Getriebefans und so weiter natürlich Weiterentwicklungen bekommen. Aber grundsätzlich ist es so, man hatte halt eine Röhre, Flügel dran, Ende aus, Mickey Mouse. Natürlich hat man jetzt wirklich auch neue Ideen. Es gibt ja diese Open-Rotor-Motoren, es gibt ja auch zum Beispiel Delta Flügelflugzeuge oder nur Flügelflugzeuge, wie man sie nennt. Von Airbus gibt es ja diese Net-Zero-Entwicklung. Ist das Net-Zero? Also zumindest mit weniger Verbrauch. Und jetzt ist es so, das neue Design auf den Markt zu bringen. Und dann natürlich, wenn man dann auf dem Markt ist, dann 2-3 Jahre später mit einem besseren Design abgeholt zu werden. Auch davon natürlich ist das Thema, dass wenn man sich überlegt man, wenn da auf einmal so ein Nurflügler steht, wie wir als Passagiere gucken, will ich da rein? Das sieht anders aus. Also das heißt, da sind viele Risiken und Fallstricke. Und dann ist es natürlich so, dass die Karten jetzt demnächst auch neu gemischt werden. Und das sagt Faury auch, in 5 bis 6, 7 Jahren werden die Karten neu gemischt. Und zwar liegt das wirklich an dem Design. Und da ist jetzt das Thema, dass jetzt zwar Airbus nach vorne geflogen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, auch bei allen Umsatzzahlen, mit allem, mit der produzierten Menge und. Aber es heißt ja nicht, dass Boeing tatenlos da sitzt und sagt, wir machen nichts, wir haben Angst. Ne? Also insofern ist es so. Und dann natürlich, welches Thema nimmt man? Den Ultrafan habe ich ja schon gesagt, den RISE auch. Heißt also, dass dann natürlich das RISE-Programm, das sind diese Revolutionary Innovation for Sustainable Engines, das ist General Electric. Und dann natürlich das Open Rotor mit Hybrid-Elektrik und Keramikverbundwerkstoffen. Das soll 2035 in Serienreife kommen. Das heißt also, wir sind schon in dem Bereich, wenn wir wissen, wie lange so ein Flugzeug entwickelt wird. Und AerCap sagt ja, entwickelt die Buden besser, damit die auch langlebig sind und nicht nur verbrauchsarm sind. Weil dann ist ja der Umweltvorteil, wenn man halt neue Teile immer wieder nehmen muss, ja auch irgendwo dahin. Weil ich sag mal so, was nützt mir ein Auto, was ich zwar umweltfreundlich fahren kann, aber wenn es nach 5 Jahren ersetzt wird. Ne? Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also insofern ist es so, dass man natürlich da die Serienreife abwarten muss und der Verbrauchsvorteil mit den aktuellen Triebwerken von 30% minus muss man halt damit dann verwirklichen. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Die Ultrafans, die ja auf den Langstreckenjets genutzt werden sollen, gucken man bei Rolls-Royce, ob man die nicht vielleicht auch auf diese Single Aisles reinkriegt. Also schauen wir uns an, es bleibt spannend. Ihr könnt natürlich dazu auch Fragen stellen und auch euch. Ach, ich muss da wieder ostentativ ein- und ausatmen. British Airways, das ist ja ein, ich hätte fast gesagt Shithole.
Also dass da die IT permanent so am Limit ist, hat natürlich Gründe, weil die Aviation mit Systemen aus den 60er Jahren arbeitet, wo man jetzt eine Schnittstelle nach der anderen und so weiter hat und so fort. Heißt also, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Aber wenn man halt jetzt wirklich versucht, einen Flug zu buchen, ein Check-in zu machen und dann mit den Fluggesellschaften in Kontakt treten möchte, mit einem weißen Bildschirm begrüßt wird oder so 404 oder irgendwas, dann ist das natürlich wieder ein riesen Monster Fuck-up mit der British Airways IT. Und die British Airways IT, die ist ja eher so mit Kriegsfuß mit Funktionieren und so. Das können die nicht wirklich. Und da ist es so, dass man natürlich sieht, dass die Down Detector Webseite gesagt hat, we regret to advise that this section of the site is temporarily unavailable or beziehungsweise ja, unavailable. Ich weiß auch nicht warum, dass man dort bei British Airways nicht Geld investiert und endlich mal Geld in die Hand nimmt, so ist das Wort, und das verbessert, weil da sollten ja Millionen fließen, weil man das festgestellt hat, dass das ein Painpoint ist. Weiter ist es so, dass man sagt, dass man bei der British Airways Twitter, oder nee, X heißt das ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, Twitter ist für mich immer noch Twitter, das ist merkwürdig, aber egal, das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Da ist es dann so gepostet worden, ja, wir sind der Sache bewusst, dass einige Kunden ein Problem mit unserer Webseite haben. Einige, fast alle, ne? Und das ist halt so. Und da muss man halt gucken, als man im November am 18. Gesehen hat, dass man wirklich da 750 Millionen Pfund in die Hand nehmen möchte, um das Ganze zu verbessern. Gut, dass dann in zwei Monaten die 750 Millionen Pfund zwar ausgeben hätte können, aber dann keine Ergebnisse bringt, ist auch klar, das dauert Zeit. Aber es ist so, dass in dem internen Kommunikation dort dann halt auch gesagt worden ist, was das Problem war, warum die Webseite zusammengebrochen ist im letzten November. Und da ist es so, dass er gesagt hat, da waren übrigens mehrere 10.000 Passagiere, die gestrandet sind, da hat er gesagt, dass das Backup-System nicht angesprungen ist und das dauerte über eine Stunde, bis das funktioniert hatte. Und natürlich die Priority-Systeme, also das heißt Check-in und die ganzen Sachen, sind dann natürlich relativ schnell wieder online gegangen, aber trotzdem so eine Stunde nicht funktionieren, hat halt Riesenprobleme. Und interessant ist auch, wir sagen nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise ideal ist. Es ist sogar ganz weit davon entfernt von ideal. Aber jedes Mal, wenn wir diese Probleme erleben, wird unsere Antwort besser. Ich meine, kannst du dir echt nicht ausdenken. Ich habe jetzt 10-mal eine in die Fresse bekommen, aber am 10. Mal tat es nicht mehr weh, weil ich war schon komplett numb bzw. taub an der Stelle. Also das ist doch, ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, was da passiert, was da ist. Also ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, wie schnell man reagiert, sondern das Problem ist, dass das überhaupt passiert. So fast regelmäßig. Und hier die zweite Frage des Tages für euch. Sagtet ihr, British Airways interessiert mich nicht. Nein, ich war von der IT betroffen, von dem Problem. Also könnt ihr dazu schreiben, was bei euch dann das Thema war. Also ob das wirklich so ist, dass man an der Reaktion zum Problem gemessen wird. Ja, normalerweise schon. Das wäre meine Antwort. Aber in dem Fall schon nicht mehr, weil wenn das regelmäßig passiert, ich meine, hey, macht keinen Sinn. Natürlich kümmern wir uns immer noch um eure Meilen, Punkte und Status. Und da ist es so, dass wir natürlich mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status haben. Und IAG hat eine Promotion. Und diese Promotion, die es im Moment gibt, ist mit 100%. Für den gesamten Januar kann man halt 100% Bonus bekommen. Und mit dem Kauf ab 5.000 Punkten gibt es diese 100% von 0,5 US-Dollar-Cent. Und natürlich auch ein erhöhtes Punktelimit. Ja, das heißt also, man hat bei IHG dort das Punktelimit hoch angehoben, ein 100% Bonus und das Limit ist dann quasi auch höher. Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, man kann Punkte immer nur kaufen, und zwar 200.000 Bonuspunkte mit einem Preis von $2.000, was sind irgendwie 1.900 paar kaputte Euro, wenn man einen Use Case hat. Heißt also, wenn man bei IHG
übernachtet, hat man natürlich nicht wie bei Fluggesellschaften irgendwelche Punkte und Steuern. Klar, das muss man dazu sagen. Und natürlich auch, dass die Raten bis 24 Stunden vor Ankunft sogar stornierbar sind in den meisten Fällen. Aber es gibt halt keine neuen Punkte, es ist nicht statusrelevant und vor allem, was auch ist, ich finde den Wert der Punkte relativ schwierig. Deshalb ist es so, dass man halt, wenn man die maximale Summe nimmt, wirklich einen Use Case haben sollte. Wenn man zum Beispiel so ein Interconti nimmt oder sowas, dann macht das vielleicht Sinn. Aber schaut euch nach, was ist das für ein Deutsch wieder? Nein, schaut nach, ob der Punktewert überhaupt Sinn macht bei der Buchung und dass ihr da dann nicht auf die Schnauze fliegt, weil ihr mehr Geld für die Punkte ausgegeben habt als nötig, wenn ihr mit Bargeld bezahlt hättet. Denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen oder ein Like dazulassen, aber auch die Frage des Tages zu beantworten. Heißt die Frage des Tages ganz easy peasy, natürlich, die wir immer wieder haben, ist einmal natürlich bei den Fluggesellschaften. Dort wieder ist es so, dass ihr eher die Reaktion schätzt als das Problem. Das heißt also, dass das Problem eigentlich nicht das Problem ist, sondern nur, wie man darauf reagiert. Und die erste Frage des Tages, die habe ich, glaube ich, schon wieder vergessen, oder? Lufthansa ITA oder was bei Lufthansa? Wir schreiben einfach irgendwas rein nachher als zweite Frage des Tages, aber ich glaube, es war Airbus und Boeing. Was erwartet ihr von denen als Nachfolger und wie ist da eure Einschätzung? Und schaut auf dem anderen Kanal nach. Ich werde irgendwie die Verlinkung machen. Ich hoffe, dass das klappt, was beim letzten Mal nicht geklappt hatte. Und schaut da nach, wenn ihr US-Kreditkarteninteresse habt oder einfach an Investments interessiert seid. Sascha ist da der Experte mit mir. Ich bin mehr der Punktestratege, aber er ist der Investmentstratege. Also, ich freue mich bis morgen in Alter und in Frische mit der nächsten frisch gepressten Folge von Frequent Traveler TV. Also bis dann. Ciao.